So, jetzt gerade aus dem Hostel ausgecheckt, nachdem wir beim Packen fast wieder eine Krise gekriegt haben. Wir sehen auch kaum bepackt aus. Gar nicht, nein. Wir haben jetzt vor, zu gucken, ob wir in einen Coworking Space hier kommen. In der Hoffnung, dass die hier am Sonntag auch wirklich offen haben, so wie Google Maps das gesagt hat. Da wollen wir dann ein bisschen was am Laptop machen, um auch gleichzeitig die Zeit ein bisschen zu überbrücken, bis wir in unser nächstes Hotel einchecken können. Mal schauen, ob das alles so klappt. Wir lassen das mal auf uns zukommen. Ansonsten haben wir jetzt knappe 3 Stunden Abenteuer in Bangkok mit Backpacking-Ausrüstung. So, nachdem wir jetzt sage und schreibe 5 Minuten weitergegangen sind und gefühlt schon zweimal durchgeschwitzt, sind wir jetzt im Coworking Space angekommen. Es hat offen, aber der Besitzer kommt gleich noch. Wir wurden jetzt hier hochgeführt in den 3. Stock, wo jetzt gerade erst die Klimaanlage angestellt wurde. Das heißt, noch ist es richtig warm hier. Der Besitzer soll angeblich gleich kommen und dann mit uns abklären wegen Bezahlung und so weiter und so fort. Wir lassen das jetzt einfach mal auf uns zukommen. Aber ich könnte schon wieder duschen. So sieht Begeisterung übrigens aus. Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Wir schauen jetzt einfach mal. Ja, also wie man sieht, ist es nicht nur ein Coworking Space, sondern auch ein Game Space, will ich jetzt mal sagen. Man kann hier also einige Sachen spielen. Wenn wir also keinen Bock mehr zu arbeiten haben, zocken wir einfach eine Runde Playstation oder Wii oder Nintendo Portable oder wie auch immer das heißt. Wir haben hier alles. So, nachdem wir jetzt 2 Stunden im Coworking Space gearbeitet haben, geht es jetzt weiter zu unserem Hotel. Wir werden uns jetzt ein Taxi suchen. Ja, und auch Coworking Space in Thailand ist etwas anderes als in Deutschland. Denn das war mehrgeschossig und ich würde mal sagen, es war eine Mischung aus Kindergarten, Schule, Wohnraum, Spieleparadies und einem Coworking Space. Also war schon ein bisschen strange. Wir hatten zwar unsere Kopfhörer auf, aber sind da zwischendurch Leute lang gegangen. Es ging eine Tür auf, da hat man dann gesehen, da war ein Bad dahinter, wo die sich dann frisch gemacht haben. Ja, und jetzt geht die Suche nach einem Taxi los. Wir haben erstaunlich schnell ein Taxi gefunden und fahren jetzt durch den Wirrwarr von Bangkok. Es ging sehr schnell. Es ging wirklich. Keine 2 Minuten. Wirklich. Es war erstaunlich schnell. Cool. Und Jetzt, wo man weiß, wie das geht. es ist so leicht, wenn man das erstmal ausprobiert hat. Ja. Wir fahren jetzt hier wieder durch irgendwelche Nebenstraßen, die wir schon 1000-mal zu Fuß gegangen sind, gefühlt. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie das jetzt hier... Boah. Also die fahren hier Auto, das ist krass. Und die haben auch ein ganz anderes Empfinden von Nähe zu dem anderen Fahrteilnehmer. Also wo in Deutschland 2 Autos an der roten Ampel nebeneinander stehen und man sagt, da ist kein Platz mehr, da fallen hier noch gefühlt 10 Roller durch. Das ist krass. Und manchmal Der Sicherheitsabstand wird hier klein geschrieben. Total klein und ja. Die stützen sich auch zwischendurch an den Fahrzeugen ab. Das ist schon echt interessant.
So, die legendäre Khosan Road. Das absolute Kontrastprogramm, wie zu erwarten. Was wir vorher hatten. Im Gegensatz zu was wir vorher hatten, ja. So, und jetzt heißt es erstmal einchecken und dann mal schauen. So, es ist Zeit für eine Roomtour. Willst du die mal machen? Ja, kann ich mal machen. Also, man kommt hier so rein, ne? Und dann haben wir hier ein Sofa. Und das ist der Rest des Zimmers. Dort werden wir schlafen. Mit einer wundervollen Aussicht. Okay, die Aussicht ist wirklich nicht toll, aber dafür ist das Zimmer ruhig, weil vorne ist irgendeine Partymeile. Und hier sieht man das auch mal so. Also, ist jetzt nicht so aufregend, aber das soll uns mal ganz egal sein. Ja, Ne? wir haben Ruhe dafür. Das ist dann das Bad. Und dann kommt man hier ins Bad, wo wir hier die Dusche haben und hier ist das WC. So, Khosan Road am Abend. Man merkt gleich, die haben richtig aufgefahren. Es ist lauter und wahrscheinlich werden die Angebote noch besser. Man weiß es nicht. Und ja, schauen wir mal. Jetzt machen wir hier die Crazy Tour zu diesem verrückten Café. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch Die gespannt. ganzen kleinen Mietzekätzchen. Psch, nicht verraten. Ach so. Ich hab doch noch nichts verraten. Oh. Ihr habt nichts gehört. Die hier Auto fahren, das ist so krass. Also wenn man in Deutschland in eine Großstadt denkt, die fahren konfus, soll man mal nach Thailand kommen. Krass. Ja. Wir sind gespannt, wie wir ankommen. As we dance, as we dance, as we dance, as we dance, as we dance. Das ist wieder eine ganz andere Welt. So, wir kommen wieder in eine neue Welt von Bangkok. Das ist anscheinend die Neustadt und es sieht auch komplett anders aus. Es ist alles viel heller, die Läden sehen ganz anders aus, viel gepflegter, es ist viel sauberer, die Gebäude sind neuer. Also wieder mal ein Wandel in dem Ganzen. Das ist schon echt krass. Und jetzt gleich sind wir auch da. As we dance, Das hier ist ein Katzencafé. Und man wird hier auch gleich begrüßt. Ein Café voller Katzen. Die Katzen sind gerade alle nicht so ganz so gut drauf, weil heute Abend sind wir genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Heute ist anscheinend Impfabend. Hier wird eine nach der anderen gewogen und geimpft.
Und dementsprechend sind die gerade nicht so super drauf. Aber es ist trotzdem verrückt. Hier muss man auch megamäßig aufpassen, dass einem nicht der Platz geklaut wird. Wenn man nämlich rumgeht und die Katzen aufnimmt, dann kann es ganz schnell passieren, dass der Platz weg ist. So, wir sind jetzt gerade aus dem Café rausgekommen. Jetzt als kleinen Nachtrag, ob es jetzt gut ist oder nicht, dass man so etwas unterstützt, indem man da Kaffee trinkt und einen Kuchen isst. Wir waren jetzt da einige Zeit drin und haben wirklich gesehen, dass die Katzen gut versorgt wurden und vor allen Dingen auch ärztlich versorgt wurden und untersucht wurden. Wenn man dann bedenkt, wie in den letzten Tagen die Straßenkatzen uns so begegnet sind, wie es denen geht, muss man wirklich sagen, dass es diesen Katzen wesentlich besser geht für thailändische Verhältnisse. Weswegen ich da auch nicht so wirklich ein schlechtes Gewissen habe und das sogar gut finde. Da sieht man mal wieder, was Warenpräsentation für einen Unterschied macht. Die Sachen sehen hier sau lecker aus. Es gibt aber auch einen gewaltigen Unterschied zu dem anderen Streetfood, was wir bis jetzt gesehen haben. Es ist alles sehr, sehr hell erleuchtet, wodurch das Ganze noch viel, viel besser präsentiert wird. Es ist also wieder eine Art von Marketing. Wie wird die Ware präsentiert, so wird sie auch ganz anders wahrgenommen.